Willkommen in unser aller Wald. Moin, da sind wir wieder in unser aller Wald. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass wir vor mehreren Monaten die Zapatistas zu uns eingeladen haben. Und der Zapatistas, die eine Reise durch alle Kontinente machen, und wir haben sie auch eingeladen, in unser aller Wald zu kommen, und wir sind gespannt, ob es wohl klappt. En unser aller Wald y Lützerath esperamos a las zapatistas. Estamos sentados acá junto al fuego, pero luchamos para el buen vivir de todos los pueblos. Zapata vive! La lucha sigue! Und jetzt ist es wirklich wahr geworden und die Zapatistas waren bei uns hier zu Besuch. Es la niña fresa. Na, seid ihr lieb? Aber wer sind die Zapatistas eigentlich? In diesem Video erklärt das Yabasta-Netzwerk, wer die Zapatistas sind. Das Yabasta-Netzwerk ist ein Netzwerk, was ganz im Stil der Zapatistas internationale Netzwerke auf der Basis von Freundinnenschaft und Rebellion aufbaut. Wer sind die Zapatistas? Leute von unten, einfache Leute, rebellische Männer und Frauen, träumende Kinder und ungehorsame Alte. Indigene Mayas, die uns vor 20 Jahren mit dem würdigen Schrei "Es ist genug!" aufweckten. Genug womit? Genug mit der Gewalt, dem Tod, der Ausbeutung, der Vertreibung, der Demütigung, der Verachtung und Repression gegenüber den Indigenen, den Frauen der Natur. Was verlangen Sie von der Regierung? Nichts. Sie verlangen gar nichts von der Regierung. Als sie sich 1994 erhoben, veröffentlichten sie 11 Forderungen. Sie sprachen mit der Regierung und unterzeichneten Abkommen, die niemals erfüllt wurden. Angesichts dieses Verrats entschieden die Zapatistas, in ihre Territorien zu gehen und ihre Autonomie von unten zu errichten. Und die Regierung antwortete mit Krieg. Okay, aber nochmal langsam. Wer genau sind die Zapatistas denn nun eigentlich? Die Zapatistas sind indigene WiderstandskämpferInnen, die sich in der im Süden Mexikos liegenden Region Chiapas seit vielen Jahren nach eigenen Regeln und unabhängig vom Staat organisieren. Das tun sie in der EZL, der Zapatistischen Armee zur Befreiung. Die ist benannt nach Emiliano Zapata, einem Revolutionär, der sich vor rund 100 Jahren in der mexikanischen Revolution für die Rechte der verarmten Landbevölkerung eingesetzt hat. Die indigenen Rebellinnen haben angefangen, sich so ungefähr in den 1980er Jahren im Stillen zu organisieren. Das heißt, sie sind in den Dschungel und in die Berge gegangen, um dann ungefähr 10 Jahre später, am 01.01.1994, einen Aufstand gegen Kapitalismus, Patriarchat und Kolonialismus zu wagen. Damals trat das Freihandelsabkommen zwischen USA, Kanada und Mexiko in Kraft, NAFTA. Die mexikanische Regierung hatte sich erhofft, dadurch Anschluss an den kapitalistischen Wirtschaftsmarkt zu bekommen. Es hatte katastrophale Folgen für die Arbeiterinnen in den 3 Ländern, vor allem aber für die in Mexiko. Dem schonungslosen Wettbewerb von subventionierten Agrarkonzernen aus den USA und Kanada ausgesetzt, mussten viele von ihnen ihr Land verlassen und arbeitssuchend in die größeren Städte abwandern. Doch nicht alle ließen sich das gefallen. Am 1. Januar 1994 besetzten dann tausende KämpferInnen der EZL 7 verschiedene Städte im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas. Und unter der Losung Yabasta, also es reicht, haben sie damals der mexikanischen Regierung den Krieg erklärt. Sie kritisierten die rücksichtslose Ausbeutung, die Konzentration der Ländereien in den Händen weniger Großgrundbesitzer sowie die Diskriminierung von indigenen Bevölkerungsgruppen, aber auch die Einparteienherrschaft der PAI, die seit 1929 in Mexiko dominierte. Heute sagen wir Basta. Wir sind ein Produkt von 500 Jahren Kampf. Wir sind uns bewusst, dass der Krieg, den wir erklären, ein letztes, aber gerechtes Mittel ist. Die
Die Diktatoren führen seit vielen Jahren einen nicht erklärten Auslöschungskrieg gegen unsere Gemeinden. Wir kämpfen für Arbeit, Land, Unterkunft, Nahrung, Gesundheit, Bildung, Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden. Der mexikanische Staat entsandte 17.000 Soldaten, um den Aufstand militärisch niederzuschlagen. Unsere zapatistischen Freunde, die hier bei uns zu Besuch waren, haben uns erzählt, dass dabei sehr, sehr viele Menschen ermordet wurden. Bereits wenige Tage später solidarisierten sich in Mexiko selbst Zehntausende Menschen mit den Forderungen der Zapatistas nach Land und Freiheit. Und auch international gab es sehr, sehr viele Solidaritätsbekundungen. Die mexikanische Regierung sah sich am 12. Januar 1994 gezwungen, einen Waffenstillstand zu verkünden. Entmilitarisiert ist die Region jedoch bis heute noch nicht. Die EZL hat seitdem keine bewaffneten Offensiven mehr unternommen. Was haben Sie während dieser 20 Jahre gemacht? Sie haben sich organisiert. Sie haben eine andere Welt erschaffen, welche Menschen von überall her in der kleinen zapatistischen Schule erlebten. Diese freie Welt, in der es keine Ausbeutung, keine Unterdrückung, keine Gewalt und keine andere Hierarchie als die des Dienens gibt. Diese andere Welt mit Räten der guten Regierung, autonomen Schulen, Arztstationen und Krankenhäusern, mit ökonomischem Widerstand und kollektiver Arbeit, die uns zeigt, dass eine andere Art zu leben möglich ist und dass sie diese mit organisierten Händen und Herzen errichten. Trotz der permanenten Feindseligkeit und der Angriffe der Regierung und ihrer Paramilitärs. Wie geht es den zapatistischen Gemeinden heute? Jeden Tag. Während sie ihre Autonomie errichten, müssen sie militärischen, ideologischen und ökonomischen Angriffen widerstehen. Gewalt, Feindseligkeit, Morde, Inhaftierung, Vertreibung und Verachtung sind ihr täglich Brot. Es passiert also immer wieder, dass indigene UmweltschützerInnen und MenschenrechtsaktivistInnen in Mexiko militärischer und paramilitärischer Gewalt ausgesetzt sind. Ein Beispiel dafür ist auch die Geschichte von Samir Flores, nachdem wir hier in unser aller Wald auch ein Baumhaus benannt haben. Samir Flores war Teil der Front der Dörfer, die das Land und das Wasser verteidigen, und des Nationalen Indigenen Kongresses CNI, dessen Gründung auch auf die Zapatistas zurückgeht. Samir Flores hat sich gegen ein Gasprojekt engagiert und wurde infolgedessen am 20. Februar 2019 in seinem Dorf vor seinem Haus erschossen. Die Front der Dörfer, die das Land und das Wasser verteidigen, und der Nationale Indigenenkongress waren auch Teil der Delegation, die uns hier besucht haben, und haben auch hier nochmal von der Geschichte von Samir Flores berichtet. Wir finden es wichtig, uns vor Augen zu führen, unter welch bedrohlichen Bedingungen Menschen, vor allem im globalen Süden, sich für Umweltschutz und Klimagerechtigkeit einsetzen, und finden es gerade deshalb wichtig, internationale Solidarität aufzubauen und auch eine Gedenkkultur zu entwickeln, die den Toten der Bewegung gedenkt. Seit der Revolution 1994 setzen die Zapatistas ihre Vorstellung von einer Welt, in der viele Welten Platz haben, tagtäglich in der eigenen Selbstorganisierung um. Das heißt aber nicht, dass die gesamte Region eine autonome Zone ist. Stattdessen organisieren sie sich parallel Haustür an Haustür mit den staatlichen Strukturen. In den Regionen, in denen Zapatistas leben, bilden die Dörfer die Basis, und diese Dörfer schließen sich zu autonomen Landkreisen zusammen. Aus den Landkreisen werden dann Funktionärinnen in die insgesamt 5 Räte der guten Regierungen geschickt. Und diese Räte bilden sich halt in Abgrenzung zu den staatlichen schlechten Regierungen. Und das Spannende ist, die Funktionäre können jederzeit abgewählt werden. Während die Basis entscheidet, übernehmen die Räte der guten Regierung die politische Verantwortung, dass das Entschiedene auch wirklich umgesetzt wird. Nach dem Motto, gehorchend befehlen. Sie besuchen uns in Europa, einem Kontinent, von dem so viel Zerstörung und Vernichtung ausgegangen ist und immer noch ausgeht. Auf dem Kontinent, auf dem wir leben. Wir wollen Sie willkommen heißen auf eine Art, die der beharrlichen Rebellion für das Leben gerecht wird, mit der die Zapatistas so viele von uns wieder und wieder gelehrt haben,
dass Aufgeben keine Option ist. Und diese Art besteht darin, dass wir rebellische und solidarische Beziehungen zueinander aufbauen. Es ist nicht möglich, dieses System zu reformieren, zu erziehen, abzumildern, zurechtzufeilen, zu zähmen, zu humanisieren. Das Überleben der Menschheit hängt von der Zerstörung des Kapitalismus ab. Wir ergeben uns nicht, wir verkaufen uns nicht und wir geben nicht nach. In den meisten Aufnahmen, die es von den Zapatistas gibt, sind diese vermummt. Und das tun sie natürlich zum einen aus Schutz vor Repression, zum anderen ist die Wollmütze aber auch ein Widerstandssymbol und sie sagen, dass sie sich vermummen mussten, um gesehen zu werden. Das heißt, diese Anonymisierung soll zeigen, dass unter der Wollmütze alle Menschen stecken könnten, sowohl du als auch ich. Aus Selbstschutz wollten die Companeros nicht selbst vor die Kamera treten. Auch deswegen, weil sich ihre Worte nicht 1:1 auf unsere Kämpfe übertragen lassen. Einige von uns haben allerdings viel Zeit mit ihnen verbracht und werden jetzt anekdotisch erzählen, was sie von ihnen gelernt haben. Ich fand es richtig schön, dass die Kompass immer, egal in was für einem Gespräch sie waren, es geschafft haben, das Ruder rumzureißen und darauf zu sprechen zu kommen, dass wir den Kapitalismus überwinden müssen und dass wir das, also sie haben andersrum erzählt, dass wir den Kapitalismus überwinden müssen und dass wir es von unten tun müssen und dass es eine Organisation von unten braucht, also nicht den Staat, dass sie immer wieder betont haben, dass die schlechte Regierung ihnen nicht geholfen hat und dass sie sich selbst von unten eine gute Regierung aufgebaut haben. Und dann haben sie uns ganz viel erklärt, wie die funktioniert hat. Und die Leute wirklich voll damit mitgerissen haben, mit ihrer Selbstverständlichkeit und ihrer Energie, mit der sie das erzählt haben. Es war wirklich inspirierend und es war total schön. Wir haben viel Zeit mit ihnen verbracht, sie haben von ihren Kämpfen erzählt. Das war auf jeden Fall wirklich beeindruckend und auch nochmal motivierend für unseren Kampf hier, da sie in ihrer Selbstorganisation schon viel weiter sind. Und mich hat auf jeden Fall stark beeindruckt und das ist auch hängen geblieben, zu hören, wie sie ihren Kampf aufgebaut haben. Von 1984 in der Heimlichkeit, wie sie es genannt haben, Clandestinidad, bis 1994, bis sie so weit waren, dass sie ihren Aufstand wirklich umsetzen konnten und öffentlich gemacht haben. Und wie sie es vorher geplant haben, erst mit 6 Leuten und dann immer mehr Leute von ihrem Kampf überzeugt haben, von 1984 an über 10 Jahre. Und das war wirklich ziemlich beeindruckend. Das war vielleicht das, was mich am meisten berührt hat. Ich glaube, mich hat vor allem beeindruckt an dem Besuch der Zapatistas zu sehen, mit welcher Überzeugung sie daran glauben, dass eine andere Welt, eine bessere Welt möglich ist. Nachdem einzelne Gruppen der zapatistischen Delegation Lützerath, das Rheinland, aber auch andere Regionen besucht haben, sind sie alle zusammengekommen zum rebellischen Zusammentreffen im Wendland. Das ist ein Camp, das das Yabasta-Netzwerk schon seit vielen Jahren regelmäßig organisiert. Und dieses Mal war es natürlich ein sehr besonderes rebellisches Zusammentreffen, weil eben diese gesamte zapatistische Delegation da war und nochmal ausführlich berichten konnte und es Raum zum Austausch gab. Besonders bewegend fand ich die Erzählung von der Zeit vor dem Aufstand, von den Arbeitsbedingungen in dem Finca-System, also der Arbeit für diese Großgrundbesitzer unter wirklich sklavereiähnlichen Bedingungen. Und diese sehr brutalen Schilderungen auch hat dann ein Compañero aber abgeschlossen mit so ungefähr den Worten: Er hat in unseren Augen gesehen, dass es uns berührt hat und wir alle haben Erfahrungen mit Ausbeutung gemacht und deshalb wollen sie das, was sie bei sich aufgebaut haben, auch hier säen. Und ja, mich hat das sehr bewegt, dass es trotz dieser wirklich großen Unterschiede in der Erfahrung der Ausbeutung und Unterdrückung trotzdem so dieses gemeinsame Element betont wurde. Und ich glaube, dass dieses Verhältnis von Besonderem und Allgemeinem sowieso etwas ist, wo wir viel von den Zapatistas lernen können, weil sie zwar einerseits immer diesen gemeinsamen Kampf betonen,
aber darin nicht die Besonderheiten und verschiedenen Ausgangsbedingungen untergehen. Sie drücken das zum Beispiel auch so aus, dass sie sagen, wir sind gleich, weil wir alle anders sind. Ich fand es richtig krass, die Trauerkultur der Zapatistas mitzubekommen, vor allem auch, als sie erzählt haben von den vielen krassen, schlimmen Sachen, die so ihren ganzen Großeltern und Vorfahren passiert sind. Und ich fand es irgendwie sehr bestärkend, weil da ganz viel Kraft drin lag und es nicht so niederschmetternd war, sondern einfach sehr viel, ich das Gefühl hatte, dass sie sehr viel Stärke daraus gezogen haben. Ansonsten gab es noch ein Ereignis, das mir nochmal aufgezeigt hat, wie bescheuert und wie irrational es eigentlich ist, hier so eine Kohlemine zu betreiben. Wir waren mit ihm auf den Skywalk. Das ist so ein Aussichtspunkt, den RWE gebaut hat, um in die Kohlegrube zu schauen. Und sie wollten ihn unbedingt sehen und meinten danach, dass das wirklich vollkommen crazy ist, so öffentlich und für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich hier so eine Kohlemine zu betreiben und dass das in Mexiko überhaupt nicht möglich wäre. Dass alle Minen, die dort betrieben werden, so abgeriegelt sind, dass Menschen es überhaupt nicht sehen können und wenn man in die Nähe kommt, eigentlich schon Gefahr läuft, erschossen zu werden. Und das war auch nochmal eine Sache, die mich wirklich krass berührt hat. Super poetisch war, ist mir noch eingefallen. Das war wirklich, dass sie eine super schöne, berührende Sprache dafür gefunden haben, über unsere Rebellion zu sprechen. Zum Beispiel, dass sie gesagt haben, die Autonomie, okay, das ist jetzt nicht so poetisch, weil es ist wie ein Auto. Man nimmt sie überall hin mit. Also sie kann nicht, wenn ein Ort zerstört wird, fährt man mit der Autonomie einfach zum nächsten Ort. Und dann haben sie noch gesagt, die Autonomie ist in unseren Herzen. Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz. Der Besuch der Zapatistas hat uns nochmal darin bestärkt, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst organisieren. Gerade sind wir vor allem viel in Lützerath, weil dort der Kampf vor Ort vor allem geführt wird. Wir sehen diesen lokalen Kampf in Lützerath aber als Teil einer globalen Bewegung gegen die Klimakatastrophe und gegen den Kapitalismus, der zur Klimakatastrophe führt. Und diesen globalen Kampf führen eben auch die Zapatistas mit und sie liefern immer wieder Anstöße hin zu so einer globalen Vernetzung und globalen Bewegung, die wir sehr inspirierend finden. Zapata vive! La lucha sigue! Ansonsten schöne kleine Erlebnisse waren noch, dass ich ihnen durchgehend Zigaretten drehen durfte und dass sie auf jeden Fall zumindest 3 von ihnen sehr überzeugte Raucher waren. Das hat mich als Raucher sehr gefreut, auch wenn das vielleicht für andere Leute eher gesundheitlich ein Desaster darstellt. Ja. Hashtag Kampf gegen Algorithmus.